Today we are going international. We are here at Hannover Messe in Germany, and Edith Whitman is going to interview Krones in German for The Industrialist. Edith, thank you for being here and thank you for stepping in as a host of The Industrialist. Could you please introduce yourself? I'm super amazed being here and thank you for the opportunity. I'm the managing director at Microsoft in Germany and running the engagement with our enterprise customers, and Krones is one of them. I'm looking forward to it. Herzlich willkommen, Bernd, zu der Special Edition von The New Industrialist hier auf der Hannover Messe. Stell dich doch mal bitte kurz vor, was machst du und woher kommst du? Bernd Hackmann ist mein Name. Ich arbeite für Krones seit 10 Jahren, bin bei Krones verantwortlich für die IT und für den Bereich Corporate Development. Da sind die Prozessverantwortung, Optimierungsprojekte drin, fürs Engineering. Und bei Krones haben sich bewusst entschieden, diese Verantwortung IT und Business zusammenzulegen, damit wir die digitale Transformation beschleunigen können, damit wir schnelle Entscheidungen treffen. Und ja, das ist meine Kerntätigkeit. Und Krones ist bei uns das Herzstück tatsächlich auf der Messe hier, bei unserem gemeinsamen Auftritt. Magst du vielleicht noch ein bisschen erklären, für die, die es vielleicht nicht wissen, was ihr macht? Wahrscheinlich wissen es die meisten nicht, weil Microsoft wird mit Krones nicht so oft in Zusammenhang gebracht. Wir sind Maschinenbauer, findet man nicht so oft bei Softwarefirmen. Aber Digitalisierung ist für uns auch ein Riesenthema und deswegen treten wir hier zusammen auf. Krones ist ein großer Maschinenbauer für die Getränkeindustrie. Wir machen Abfüll- und Verpackungsanlagen und jede 4. Flasche auf der Welt läuft durch unsere Maschinen. Damit sind wir auch absoluter Marktführer und stolz drauf. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung. Und jetzt hast du schon gesagt, es findet sich vielleicht nicht ganz natürlich zusammen, dass wir beide jetzt, unsere beiden Unternehmen, hier zusammen einen Auftritt haben. Was haben wir zusammen realisiert? Was genau ist das Besondere und warum war das auch so wichtig oder ist es so wichtig für euch, insbesondere Digitalisierung als eins der Stichwörter, aber eben auch die Technologie, künstliche Intelligenz bei euch mit einzusetzen und in unserer Zusammenarbeit? Ja, ich glaube, ohne Partnerschaften geht es heutzutage nicht mehr. Früher haben Maschinenbaugesellschaften viel selber entwickelt, große Forschungsbereiche gehabt. Das hat auch gut funktioniert. Bei der Digitalisierung ist einfach die Geschwindigkeit im Markt so groß, dass man als Maschinenbauer das nicht selber stemmen kann. Wir können nicht mithalten mit den großen Softwareherstellern, mit den Hardwareherstellern und deswegen brauchen wir Partnerschaften, sonst kommen wir einfach nicht weiter. Und Microsoft war für uns der Initiator. Wir haben Kontakt gehabt und nutzen jetzt das Partnernetzwerk von Microsoft, auch mit anderen wie Nvidia und Ansys und haben mit denen gemeinsam unseren Use Case gebaut, der jetzt hier auf der Messe steht. Am Ende relativ einfach beschrieben, es ist ein KI-getriebener Digital Twin, ja, der auch Simulationen enthält. Das heißt, wir sehen in unserer Füllmaschine, die hier auf dem Stand steht, durch eine KI geführt, welche Parameter wir einzustellen haben, damit die Flüssigkeit gut abgefüllt wird in den Flaschen, damit nichts verschwendet wird. Und damit sparen wir uns viel Zeit in der Ausrüstung der Anlagen, bei Umstellungen von Anlagen auf neue Flaschentypen. Und da sind wir auch schon bei den Benefits. Ja, das heißt, wir sparen wirklich viel Zeit, aber eben Effort, sowohl bei uns als auch bei den Kunden. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Ja, und du hast jetzt viele Dinge tatsächlich schon angesprochen. Wenn du jetzt drauf schaust, was war wirklich der Durchbruch oder sind sie gleichgewichtet? Die Simulation, der Einsatz von den Agents oder dann auch die Unterstützung für die Ingenieure bei euch im Haus? Also ich glaube, das Gesamtpaket ist tatsächlich entscheidend. Ja, wir können Simulationen beschleunigen und das haben wir getan um einen Riesenfaktor von 5 Stunden auf unter 10 Minuten. Ja, das alleine nützt aber auch noch nichts. Wir müssen dann sagen, wie kriegen wir jetzt das Wissen über diese ganzen Themen, wie kriegen wir das Produkt-Know-how dann in diese Simulation mit rein. Und dabei hilft uns die KI natürlich. Einmal durch geführte Abfragen, zum anderen aber auch, indem die KI das richtige Wissen abzapft und diese Daten der Simulation und dem Digital Twin zur Verfügung stellt. Deswegen haben wir wirklich alle Partner gebraucht. Ansonsten wäre es nicht dieses Gesamtpaket geworden, was wir jetzt hier sehen. Und wenn du nochmal auf die Lösung schaust, welche Daten zieht ihr tatsächlich, damit gerade im Kontext die Lösung dann richtig gut wird und für euch auch der Mehrwert entsteht, den du beschrieben hast? Ja, das sind, 2, 3 verschiedene Dinge, die wir da ziehen. Einmal eine Art Konfigurationsdaten vom Füller. Das heißt, wir sagen, was soll der Füller tun und legen dann schon mal so eine Füllergröße aus, einen Füllertypen aus. Das macht die KI jetzt selbstständig in einem Chat. Ja, haben wir sonst immer mit Beratung gemacht. Das zweite ist tatsächlich, dass wir die Flaschendatenbank abgreifen, ja, und sagen, wie sind die Parameter der Flasche, die dann zu diesem Füller passen müssen.
ja, und können auch Flaschen vorschlagen über den KI-Agenten, wenn eine Flasche nicht passt, die nächstbeste zu nehmen aus der Datenbank oder die aus KI-Sicht bessere, um dann die Simulation nochmal durchlaufen zu lassen. Und wenn du jetzt an das nächste denkst, was folgen kann zu der Lösung, die ihr jetzt mit uns gemeinsam mit dem Partnerökosystem umgesetzt habt, was ist für euch das nächste, was ihr angehen wollt? Also wir haben ganz konkret 2 Schritte besprochen, auch mit den Partnern. Einmal das Skalieren, weil wir haben jetzt einen Case, der funktioniert, den können wir intern nutzen. Aber wir wollen ihn natürlich ausweiten, dass mehr Leute den nutzen können intern, aber eben auch Produkte entwickeln, die wir direkt an den Kunden geben können. Wir hatten überraschend viele Kundenbesuche hier auf der Messe. Die Kunden sind mega interessiert, haben ganz konkret nach Nutzbarkeit gefragt durch den Kunden selber. Und das ist sicher ein Riesenthema, was wir noch zu stemmen haben. Der zweite große Punkt ist, dass wir von einer Einzelmaschine, die wir jetzt haben, auf eine gesamte Linie gehen. Weil diese verkürzten Zeiten, die wir bei der Konfiguration jetzt kriegen, die nützen natürlich nur was, wenn die ganze Linie schneller designt werden kann und nicht nur eine Komponente aus der ganzen Linie. Und das sind natürlich 2 große Themen, die uns noch einige Monate beschäftigen werden. Aber ich bin zuversichtlich, mit den Partnern das gut hinzukriegen. Und jetzt interessiert mich ehrlicherweise noch eine private Frage, bevor ich gleich noch mal so ein bisschen bei euch auch ins Team reingucken will und auch in unsere Zusammenarbeit. Wenn du dir eine Flasche aufmachst, egal mit welchem Inhalt, kannst du die überhaupt noch aufmachen, ohne an den Drehmoment, an die Füllmenge, den Füllstand zu denken? Also es gibt eine Sache, die mich immer wieder, ich sag mal, an die Firma erinnert. Das ist dieser tolle, ich sag mal, Verschluss, der sich nicht mehr ablösen lässt. Der nervt mich persönlich tatsächlich relativ stark. Und ich sage dann immer, wir haben es ja selber entwickelt. Allerdings ist es halt eben eine gesetzliche Vorgabe und wir müssen sie entwickeln und wir haben es bestmöglich getan. Trotzdem erinnert es mich jedes Mal, wenn ich eine Flasche, Cola, was auch immer aufmache und der Verschluss hängt dann an diesem komischen Plastiknippel. Einfach schwierig. Ansonsten, glaube ich, kriege ich es schon hin, dass ich ab und zu auch mal, ohne an die Firma zu denken, eine Flasche aufmache und was drin ist. Du kannst dann demnach auch richtig gut schlafen abends. Definitiv. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht. Alles super. Weil wir drüber gesprochen haben, auch was den Effekt angeht und auch das Zusammenspiel und die Gewichtung von Agenten, von Simulationen, auch die Unterstützung für die Ingenieure. Magst du noch ein bisschen drüber sprechen, was das mit euren Teams gemacht hat und wie es auch angenommen wurde? Es gibt ja schon immer wieder Vorbehalte, Technologie in Geschäftsprozessen, wie jetzt bei euch in einem tollen Beispiel umgesetzt, wirklich zu nutzen und auch die Verbindung mit Technologie herzustellen, was den Prozess angeht, was dann auch die Optimierung angeht, was die Verbindung zum Menschen angeht. Wie das bei euch resoniert ist, ob es Widerstände gab vielleicht, wie ihr damit umgegangen seid, um eure Teams, eure Ingenieure auch mitzunehmen. Ja, also ich glaube, das Problem oder das Thema hat jede Firma. Es gibt sehr unterschiedliche Gruppen im Unternehmen. Es gibt natürlich die Digital Natives, sage ich mal, die natürlich überhaupt kein Problem damit haben. Im Gegenteil, ja, die fordern immer, wir müssen noch schneller machen. Aber natürlich, wir haben als altes, eingesessenes Maschinenbauunternehmen auch viele Leute, die lange dabei sind, die die Themen noch nicht so kennen. Und da haben wir tatsächlich, ich sag mal, Widerstände zu überwinden. Ja, wir versuchen es eigentlich, dass wir das begleiten mit den Leuten machen. Also nicht einfach sagen, das ist jetzt die neue Technologie, das ist so, sondern mit den Leuten gemeinsam diese Dinge zu erarbeiten, gemeinsam zu implementieren, die Ergebnisse gemeinsam anzuschauen, auch zu vergleichen, was hat jetzt die KI daraus gegeben, was hättet ihr gemacht, gibt es wirklich einen Qualitätsunterschied. Zum einen hilft uns das bei der Optimierung und zum anderen die Leute abzuholen. Und das hat bisher eigentlich schon zu Erfolg geführt, weil die Leute sehen ja auch die Vorteile. Ja, man nimmt Arbeit ab, man kann sich skalieren durch die KI, ja, ohne dass die Arbeitsplätze überflüssig werden. Wir sind Gott sei Dank ein wachsendes Unternehmen. Von daher in Summe funktioniert das gut. Es ist natürlich je nach Mitarbeiter ein bisschen unterschiedlich Umfang an Arbeit. Und gerne auch Unterstützung an der Stelle, wenn wir die Möglichkeit haben, das gemeinsam anzugehen, weil du hast schon gesagt, es ist für uns alle ein Thema, an der Stelle mit Technologie zu arbeiten, auch die Geschwindigkeit mitzunehmen, mit der Geschwindigkeit umzugehen, die Verbindungen gut zu schaffen. Es ist eine Veränderung für uns alle und wir freuen uns drüber, wenn wir die gemeinsam gestalten können. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, auch die letzten Tage in den verschiedenen Kontaktpunkten, die wir hatten. Die Hannover Messe ist ja nicht eure klassische Hauptmesse, wenn ich das so sagen darf. Du hast es eingangs auch gesagt, das ist jetzt Microsoft und Krones in der Verbindung, vielleicht nicht ganz natürlich. Was ist dir besonders aufgefallen die letzten Tage, auch wenn du vielleicht hier über die Hannover Messe andere Stände dir angeschaut hast, wenn du die Zeit hattest überhaupt dafür? Was ist dir aufgefallen? Was nimmst du auch mit aus dem gemeinsamen Auftritt, aus der Partnerschaft, aus einem Kontaktpunkt, den wir jetzt gemeinsam geschaffen haben, obwohl er vielleicht nicht ganz natürlich ist?
Also erstmal fühle ich mich durch die Messe auch bestätigt in der Partnerschaft, die wir bisher etabliert haben, dass wir die weitermachen können, dass wir die sogar ausbauen können, weil die Ergebnisse sind schon mal, ja, sprechen für sich. Was mich tatsächlich sehr überrascht hat, war, dass sehr, sehr viele Kunden von uns hier doch auf die Messe kommen und auch sehr interessiert sind in unseren Themen. Haben wir tatsächlich nicht so erwartet. Ja, das ist nicht eine Messe der Getränkeindustrie, aber natürlich hat jeder, ich sag mal, Getränkehersteller natürlich auch andere Interessen, um herzukommen, aber die nutzen dann gleich die Gelegenheit, um sehr intensiv mit uns in die Gespräche reinzugehen. Wir haben sehr viel Feedback bekommen, wo die Kunden glauben, dass sie zum Beispiel diesen Use Case, den Sie hier sehen, aber generell unsere Digitalisierungsthemen für sich super nutzen können. Und das ist ein super Feedback für uns, um die nächsten Themen zu entwickeln, mit Partnern zusammen. Ja, also von daher sehr, sehr gute Geschichte. Und weiteres Thema ist tatsächlich, dass man hier so viele Leute komprimiert trifft, wie man außerhalb einer Messe gar nicht treffen kann. Das heißt, man kriegt Kontakte, die man für die Zukunft zur Zusammenarbeit braucht. Man kriegt Inspiration. Ja, also ist wirklich ein voller Erfolg. Und vielleicht noch abschließend, was sehe ich hier rundherum? Ich sag mal, jeder geht in Richtung Digitalisierung oder behauptet es zumindest. Tatsächlich sind die Use Cases, die wirklich einen messbaren Benefit bringen, die sind deutlich überschaubarer, als es den Anschein hat, wenn man erstmal hier durchgeht. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man sich mit Partnern zusammentut, ja, wirklich solche Cases entwickelt, die wirklich einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen, weil damit ist man dann tatsächlich vorne dabei, ja, und das sehen wir auch im Feedback auf der Messe. Absolut. Und was ich beeindruckend finde in unserer Zusammenarbeit und auch dem, was du gerade beschrieben hast, wir reden ja viel und haben natürlich die persönliche Erfahrung, die Nutzung von Technologie und künstlicher Intelligenz für uns selbst am Arbeitsplatz, im privaten Umfeld. Aber genau wenn es dann in die Industrie geht, in die Industrieanwendungen, in die Geschäftsprozesse, die Verbindung der Businesswelt, der Geschäftswelt, der Geschäftsprozesse an der Stelle mit künstlicher Intelligenz, dann wird es nochmal viel greifbarer und relevanter, insbesondere was den Business Case, den ROI angeht, wie du es beschrieben hast, was sich dann messen lässt auf der einen Seite und was für euch, das hast du eingangs auch gesagt, die Möglichkeit auch eröffnet, neue Geschäftsfelder aufzumachen, ganz neu zu denken an der Stelle und euer Geschäft auch weiterzuentwickeln oder eventuell sogar zu innovieren an der Stelle. Und das finde ich super spannend. Das seid ihr ein tolles Beispiel und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass wir den Auftritt hier gemeinsam haben, dass wir unsere Partnerschaft haben, eine tolle Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Ich danke auch, weil die Partnerschaft ist, glaube ich, für beide Seiten gewinnbringend. Und ja, wir haben es schon ausgemacht, aber wir werden definitiv hier das weiter ausbauen und gemeinsam Dinge weiterentwickeln. Absolut. Vielen Dank. Also, danke auch.